Zentraler Ausgangspunkt unserer Forschungsgruppe war, dass wir gegenwärtig weltweit wieder Anfechtungen von Frauen- und Geschlechterrechten beobachten können. Einige Studien machen gerade ja so einen Rückschritt aus, also so die Idee, Frauen zurück an den Herd und nur traditionelle Geschlechterrollen. Ich glaube nicht, dass das falsch ist, aber diese Erzählung von einem reinen Backlash ist nicht genug, um zu beschreiben, was wir gerade beobachten. Das ist immer auch das, aber es ist mehr. Wir sehen auch sogenannte dynamische Paradoxien, wo diese Opposition zu Geschlechtergleichheit oder Geschlechterrechten oder der sogenannten Genderideologie in Stellung gebracht wird, auch um Allianzen zu schmieden zwischen verschiedenen religiösen Akteurinnen zum Beispiel. Evangelikale sind da ganz vorn dabei, aber auch der Papst, der Genderideologie als ideologische Kolonisierung bezeichnet hat und oft dann auch in Allianz mit rechtsextremen, rechtskonservativen Akteuren. Wir sehen durch die Verschiebungen jetzt, die auch als Neoliberalismus bezeichnet werden, dass dadurch, dass mehr Frauen in den meisten Kontexten in den Arbeitsmarkt integriert sind, die sogenannte Sorgearbeit oder Care-Arbeit, also Kinderbetreuung, Haushalt, Betreuung von Angehörigen, ja trotzdem gemacht werden muss. Die Frage Who cares? Und gerade in unseren westlichen Gesellschaften wird darüber dann wieder Gleichheit einmal mehr hergestellt. Und sehr oft führt das dann dazu beispielsweise, dass das nicht zu einer gleicheren Verteilung zwischen den Geschlechtern führt, sondern zu einer Auslagerung auf diese Care-Arbeit zu ärmeren Frauen oder schlechter bezahlten Frauen, häufig aus dem globalen Süden. Weltweit gibt es dann die Global Care Chains, also dass Migrantinnen oft, um diese Arbeiten zu erledigen, in den sogenannten globalen Norden oder reichere Länder auch auswandern, weil es da einen Bedarf gibt und sie dann ihre Position im Heimatland sozusagen verstärken können, sozial mobiler werden können. Für die Forschungsgruppe war es ganz zentral, Geschlecht auch in der Verschränkung mit anderen Ungleichheitsachsen zu denken, gerade auch in dieser interdisziplinären globalen Dimension. Und da ist so der Begriff Intersektionalität als Fachbegriff, der kommt von afroamerikanischen Feministinnen, sehr hilfreich, wie ich finde, weil Intersektionalität meint, dass sich verschiedene Diskriminierungsformen oder Achsen gleichzeitig artikulieren. Zum Beispiel ist jemand, der auch von Rassismus betroffen ist, auch ganz anders vergeschlechtlicht als jemand, der da privilegiert positioniert ist. Oder Sexualität wären auch was anderes oder sozialer Status, Klasse in der klassischen Soziologie. Und da können wir noch viel lernen, denke ich. Da gibt es gerade viele soziale Bewegungen, die das zentral setzen. Black Lives Matter wäre ein Beispiel oder auch Ni Una Menos in Lateinamerika oder die Women's Marches, die mit der Wahl von Donald Trump ansetzten, die ja gerade auch Frauen in Stellung bringen, die jetzt nicht nur eine dominante weiße Position beispielsweise vertreten. Und gerade auch in Deutschland, denke ich, für die Gleichstellung wäre das ein Riesenschritt nach vorne, wenn wir über die Gleichstellung von Frauen und Männern hinaus, die ja dann doch zumindest in den Institutionen immer noch vorherrschend ist, wenn wir dahin kämen.